Herzlich willkommen auf meinem Kanal, auf dem sich alles um den deutschen Spitz dreht. Eine Frage, die immer wieder für Diskussionen sorgt, ist die danach, ob der deutsche Spitz nun jagt oder nicht jagt. Um die Antwort vorwegzunehmen, nein, der deutsche Spitz hat nie gejagt und jagt auch heutzutage nicht. Auf diese Eigenschaft des Nichtjagens, wie auch auf die des unbestechlichen Wachens, wurde in der Zucht der Vergangenheit immer allergrößten Wert gelegt. Jagende Spitze wurden früher rigoros aus der Zucht ausgeschlossen. Leider ist das mit dem fehlenden Jagdtrieb heute vielen nicht mehr so wichtig. Nett muss der Spitz sein. Zu jedermann freundlich und schön mit dem Bällchen spielen muss er. Ja, aber zurück zum Thema. Die Eigenschaft des fehlenden Jagdtriebs beim Spitz wird bereits im Rassestandard beschrieben. Dort steht: Sein natürliches Misstrauen Fremden gegenüber und sein fehlender Jagdtrieb prädestiniert ihn zum idealen Begleit- und Familienhund und zum Wächter für Haus und Hof. Man kann das mit dem Nichtjagen aber auch aus der Geschichte heraus erklären. Im Deutschland des Mittelalters war die Jagd ein ausschließliches Vorrecht des Adels. Da jagdfähige Hunde beispielsweise durch das Abhaken einer Pfote jagdunfähig gemacht wurden, der Bauer jedoch einen funktionierenden Hund brauchte, züchtete man sich den Spitz dann so zurecht, wie wir ihn heute noch kennen, als Wachhund des kleinen Mannes, der keine Neigung zum Jagen hat und aufgrund seiner Hoftreue seinen Wachposten nicht verlässt. Denn so ein Hund wurde dem Bauern vom Adel natürlich gestattet, weil er ja keine Gefahr für das Wild des Adels darstellte. Warum aber jagt der Spitz nicht? Nun, er jagt nicht, weil er einerseits kein Interesse an der Jagd selbst hat. Er hat einfach anderes zu tun. Zudem ist sein Laufvermögen aufgrund seines quadratischen Körperbaus, dem kurzen Rücken und der steil gewinkelten Vorder- und Hinterhand eher dürftig, zumindest was längere Strecken anbelangt. Dafür hat der deutsche Spitz allerdings einen Antritt wie ein Pferd und ist ein sackrig schneller und wendiger Sprinter, denn als Wachhund musste er schleunigst immer am Ort des Geschehens sein. Die Zucht also auf einen möglichst quadratischen Spitz ist kein zu vernachlässigender optischer Schnickschnack oder gar eine Frage des züchterischen Geschmacks, sondern elementar für einen wesensfesten deutschen Spitz. Aus der Ferne höre ich es bereits raunen, aber der Spitz ist doch ein Beutegreifer und kann wie jeder Hund natürlich jagen. Natürlich kann er es, aber dann ist es eine Art Willensentscheidung und geschieht nicht aus dem Hintergrund heraus, dass es unkontrollierter Trieb ist. Eine befreundete Züchterin hat mir beispielsweise mal erzählt, dass sie früher immer mal wieder Besuch von 2 alten Jagdpächtern bekam. Die wollten auch immer ihre Spitze sehen, aber natürlich nur gucken und die Wachsamkeit, das Misstrauen und die Schönheit bewundern. Beide Jäger hatten früher neben ihren Jagdhunden auch einen Wolfsspitz. Der war aber nur zu Hause als Haus- und Hofhund. Auf die Jagd wurde ein Spitz niemals mitgenommen, auch nicht zum Zuschauen. Originalton der Jagdpächter: Ein Spitz, der einmal das Jagen gelernt hat, ist ein gefährlicher und nicht zu unterschätzender Wilderer. Also Obacht, mit wem ihr eure Spitze zusammenbringt. Früher hatten übrigens viele Jäger einen Spitz. Schließlich musste ja jemand Frau, Kinder und Haus zuverlässig bewachen, wenn der Herr Jäger auf der Jagd war. Es war sogar so, dass deutsche Spitze von einigen Jagdverbänden selbst gezüchtet wurden. Hä? Jagdverbände züchten Spitze? Wieso das denn? Nun, der Grund dafür lag darin, dass damals die Wilderei der hiesigen Hofhunde, das waren in der Regel Schäferhundmischlinge, so überhand nahm, dass man etwas dagegen unternehmen musste. So züchtete man sich halt seitens der Jagdverbände einfach selbst Wolfsspitze und Großspitze im Rahmen der sogenannten Wolfsspitzaktion. Diese nicht jagenden Spitze gab man dann für einen schmalen Taler bevorzugt an Aussiedlerhöfe und an waldnahe Gehöfte. Obwohl die Bauern dem Spitz damals zunächst skeptisch gegenüberstanden, setzte alsbald eine Mund-zu-Mund-Propaganda ein, die vom Spitz als sagenhaften Hund sprachen, der nicht wilderte und nicht an die Kette musste, weil er nicht vom Hof ging und Fremden gegenüber sehr misstrauisch und wachsam war und scharf hinter Ratten und Mäusen her. Apropos Ratten und Mäuse: Geht dein Spitz schwarzen Vögeln hinterher, verjagt fremde Katzen vom Grundstück oder tötet Mäuse? Nun, das ist kein Jagen, sondern ein Verjagen. Dieses Verhalten nannte man früher Raubzeugschärfe oder nennt es heute noch so, und die hat ihren Ursprung im Territorialtrieb und mit Wildern absolut nichts zu tun. Der raubzeugscharfe Spitz vertreibt oder erlegt im Revier im Prinzip alles, was da nicht hingehört. Im Gegensatz zum jagenden Hund hat der raubzeugscharfe Hund allerdings nicht vor, das erlegte Raubzeug zu essen. Die Ausnahme bilden hier Ratten und Mäuse. Gerade auf den Charakter des deutschen Spitzes hat diese Raubzeugschärfe übrigens einen großen Einfluss. Ein raubzeugscharfer Spitz ist aufgeweckt, frech, neugierig, misstrauisch gegen Fremde und benimmt sich ohne entsprechende Erziehung fürchterlich rabiat gegenüber fremden Katzen, Füchsen, Krähen oder Mardern und verfolgt und verbellt sie. Kurzum, der deutsche Spitz jagt nicht. Er ist aber auch kein Selbstläufer. Oder um es mit den Worten der Jäger des Landesjagdverbandes Schleswig-Holstein zu sagen: Der Wolfsspitz besitzt eine ausgezeichnete Anlage, als Hof- und familientreuer, freilaufender Wachhund erzogen zu werden. Er ist aber dabei kein 100%iges Allheilmittel, um das man sich nicht zu kümmern braucht.
Der Wolfsspitzhalter muss Interesse an seinem Hund haben. Er muss sich die Mühe machen, mit ihm Kontakt zu pflegen, muss ihm Familienanschluss geben. Überlässt man einen Wolfsspitz sich selbst, so neigt auch er zu unkontrollierten Spaziergängen. Das heißt, falsche oder fehlende Erziehung oder falscher Umgang, beispielsweise mit einem Jagdhund, können also auch einen deutschen Spitz zum Wilderer machen. Denn wie ich es bereits in meinen anderen Videos beschrieben habe, der Spitz ist zwar echt spitze, aber er ist kein vierbeiniges Zaubertier, keine eierlegende Wolfsspitzsau. Darum achtet gerade beim jungen Spitz darauf, dass er lernt, draußen nicht auf Bewegungsreize zu reagieren. Und unterlasst lieber Ball- oder Zerrspiele mit dem jungen Hund. Sicher ist sicher. Dann klappt's auch mit dem nicht jagenden Spitz. Wer es ganz detailliert wissen möchte, findet die Links zu den Artikeln, die die Grundlage für dieses Video bilden, in der Videobeschreibung. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.